Guten Tag, mein Name ist Walter Schnell und heute machen wir eine neue Integration, ziemlich analog zu dem, was wir bisher gemacht haben. Wir hatten ja neulich Termine angelegt, heute wird es um Aufgaben gehen. Also Integration eines Dokumentenmanagementsystems, in dem Fall DocuWare, mit irgendwelchen Aufgabenplanungstools, recht allgemein gesprochen bis jetzt. Schauen wir uns dazu kurz an, was das bedeutet, eine Aufgabe anzulegen. Mal kurz überlegen. Eine Aufgabe ist ein Titel, eine Beschreibung der Aufgabe. Welche Leute sollen es machen? Das muss nicht nur ein Einzelner sein, können auch mehrere sein. Gegebenenfalls ein Startzeitpunkt, auf alle Fälle ein Endzeitpunkt, bis dann soll die Aufgabe erledigt sein. Aufgaben, die stehen nicht allein, die sind auf einer Planungstafel, die gehören zu einem Projekt. Das Ding nennt sich Bucket oder Plan. Je nachdem, welches Programm Sie verwenden, gibt es größere Kategorien und dann einzeln die Aufgabe. Und was wir auch machen wollen, wir wollen ein Dokument anhängen. Schließlich kommen wir von einem Dokumentenmanagementsystem her und da wollen wir üblicherweise unseren Benutzern ein Dokument auch mit anbieten. Okay, wo geht das alles? Ich werde es jetzt hier anhand vom Microsoft Planner zeigen. Das geht genauso gut mit den gleichen Integrationsmöglichkeiten in Google Task, in Todoist, in Trello, in Asana, in Basecamp, in Bitbucket und was ich persönlich recht gut kenne, man kann auch ein Jira-Issue draus machen. So, was haben wir da an Software im Rennen? Wir schauen auf ein DocuWare-System. Wir werden letzten Endes mal kurz in das Design von dem Flow wieder reinschauen und wir schauen diesmal auf Microsoft Planner. Hier sind wir in einem sogenannten Plan. Der Plan heißt Happiness First und ich habe da zwei To-Dos schon drinnen und werde jetzt ganz schnell ein zusätzliches To-Do hier einbringen, indem ich in DocuWare gehe und dort eine Suche, mir einfach ein Dokument heraussuche. Okay, hier haben wir was. Nehmen ein Dokument, sagen Indexeinträge ändern, werde den Status hier auf Task setzen und das bedeutet dann für Microsoft Power Automate Create a New Task. Wie heißt das Projekt? Wir nennen wir das mal Yoga die Krähe. Hält den Körper fit. Go. Jetzt läuft der Validator an. Das Dokument hat jetzt den Status Task und es dauert nicht lang, dann wird der Status abgedatet. Das hat jetzt doch ein Weilchen gebraucht, aber jetzt ist der Status automatisch auf In Process gesetzt und wenn wir jetzt in den Microsoft Planner schauen, dann gibt es hier jetzt eine Task mehr, Yoga die Krähe. Und zusätzlich hier haben wir eine URL mit dem Dokument. Hier wird der DocuWare Viewer geladen und zeigt mir jetzt das Dokument aus dem DocuWare an. Feine Sache. Das können wir wieder schließen. Und jetzt, wenn wir das Ding abgeschlossen haben, so sieht so eine Task im Planner aus. Gibt relativ wenig Felder. Microsoft hat sich da auch nicht bemüht, das Programm wirklich dick und komfortabel zu machen. Da wird man sehr schnell zu einem besseren Produkt schwenken. Aber hier als Beispiel kann man sagen, okay, ich setze den Status jetzt auf erledigt. Was wird passieren? Diese Task verschwindet wieder im Planner. Und wenn ich wieder zurückgehe in DocuWare, dann sehe ich, dass jetzt aus dem Planner heraus sich wiederum der Status geändert hat. Der Status ist nämlich jetzt auf Finished. Was wir also jetzt gesehen haben, ist wieder so ein kleiner Roundtrip zwischen DocuWare, in dem ich ein Dokument habe, ein Set von Daten habe, schicke das an eine fremde Applikation, mache was in der fremden Applikation und kriege es wieder zurück ins DocuWare in Form von einem Status gemeldet. Ja, wo wird das gebraucht? Das wird gebraucht im
einem Dokumentenmanagementsystem im Zusammenhang damit, wenn ich einzelne Tasks nach extern vergebe. Also zum Beispiel, es gibt einen Prozess, in dem Dokumente erzeugt werden, reviewed werden etc. Und jetzt gibt es einen externen Reviewer, der hat kein Dokumentenmanagementsystem, wir wollen ihn aber trotzdem einbinden. Dann kann man dem eine Task rausgeben in irgendein Microsoft-Produkt zum Beispiel. Der macht das dort und wenn er fertig ist, wird dann im DocuWare wieder weitergeschaltet, weil der Status geändert wird. Statusänderung im DocuWare heißt ja auch, ich kann jetzt dadurch wieder einen Workflow starten oder weiter triggern. Okay, schauen wir uns ganz kurz den Flow an, wie der designt ist, damit Sie es nehmen können und verändern können. Nur so ein kurzer Blick. Das war jetzt die zweite Aktivität. Wenn der Task finished ist, dann wird der Status umgesetzt. Interessant ist der Flow namens, und jetzt komm mal hier, New Task in Planner, in den wollen wir reinschauen. Der hat schon etliche Schritte. Okay, wie üblich, Read Settings, Pass Settings, also ein INI-File auslesen letzten Endes. Wir brauchen ein paar Variablen, die muss man erstmal auf leer setzen, anschauen, was in dem Update-Trigger an Daten gekommen ist und ein erstes Feld auslesen aus dem Set von Daten, was aus dem Update-Trigger gekommen ist, nämlich das Feld Status. Das brauche ich, um zu checken, ist der Status gleich Task. Wenn ja, geht es weiter. Wenn nein, passiert nichts. Dann ist damit der Flow schon abgeschlossen. Uns interessiert natürlich, was geht weiter. Jetzt nehme ich aus den Daten, die aus dem Update-Trigger gekommen sind, so ein ganzes Set von Feldern heraus, die ich anschließend verwenden will. Das Datum werden wir verwenden, S-Date werden wir vielleicht verwenden, also eine leicht modifizierte Form vom Datum. Das Feld Bemerkung werden wir verwenden, Projekt, auf alle Fälle E-Mail. Im E-Mail sind drinnen die Leute, die die Task ausführen sollen. Und jetzt geht es lustigerweise in so eine ganze Menge Schleifen hinein, lauter Apply to Each. Aber egal. Recht weit innen gibt es dann tatsächlich Create a Task im Microsoft Planner und dann gibt es nochmal einen zusätzlichen Task, um die Bemerkung auch noch dazu zu nehmen. Also mit Update Task Details kriege ich jetzt auch noch die Bemerkung in die Task rein und dann anschließend ein Update Document, in dem ich dann sage, das Dokument ist in Process. Ich muss auf alle Fälle, und das tue ich natürlich hier, den Status umsetzen, weil sonst beim nächsten Mal wieder editieren im DocuWare würde wieder eine neue Task kreiert werden. Das wollen wir nicht. Also der Status triggert eine neue Task, aber ich muss den Status sofort dann umsetzen. Das mache ich hier. So, das ist der Blick eigentlich in den Flow, so im Groben. Wenn Sie es in die Hand nehmen, bohren Sie weiter hinein, tiefer. Zusammengefasst kann man sagen, mit ein bisschen Bastelaufwand, was ich zum Beispiel so wie für Datumsformate umwandeln und so weiter, ist man in ein paar Stunden mit so einem kompletten Flow fertig. Das Produzieren von dem Video dauert mindestens genauso lang. Es kann aus der, sagen wir, Consultant-Sicht heraus es kann nicht alle DocuWare Arbeitsschritte ersetzen. Man kann keinen Status umschalten. Man kann nicht sagen accepted oder rejected. Ich habe keine Buttons so wie in den Flows von DocuWare. Das heißt, das Ding ist primitiver. Ja, das Coole an der ganzen Geschichte ist wieder, und es ist eigentlich immer wieder und wieder. Der Vorteil ist mit dem Power Automate, wir haben keine Point-to-Point-Integration, wir haben nicht eine SharePoint-Integration, die irgendwas Enges, Schmales mit SharePoint macht oder zwischen SharePoint und einem Dokumentenmanagement macht, sondern es ist etwas, was, wenn man so will, vom DocuWare ausgehend in viele, viele verschiedene Applikationen reingehen kann.
Gerade das hier mit den Aufgaben kann man ja folgendermaßen sehen, wenn ich jetzt Outlook habe zum Beispiel. Im Outlook habe ich E-Mails, ich habe Termine, ich habe Tasks und ich habe Personen. Bis auf die Personen, das ist zu einfach, bis auf die Personen haben wir alle Entities, die wir im Outlook handhaben können, die haben wir schon in der Hand gehabt. Ja? Wir haben schon E-Mails gemacht, wir haben schon Termine gemacht, wir haben schon jetzt eben Tasks gemacht. Und ich komme in x verschiedene Applikationen damit rein. Es ist alles da, um das zu bauen. Das war es dann eigentlich schon wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Da unten bitte, wenn Sie Kommentare reinschreiben zum YouTube-Video, es würde mich sehr freuen. Ich lese jeden einzelnen. Auf Wiedersehen.